Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, Pastor Tim hier, Bibel Baptisten Gemeinde Hamburg-Stellingen. Wir grüßen dich im Namen unseres Herrn Heilandes Jesus Christus. Unser Bibeltext heute ist 2. Korinther, Kapitel 5. Wir lesen vorerst Vers 1 bis 10. 2. Korinther, Kapitel 5, Verse 1 bis 10. Wir werden auch andere Versen, also weiter in dem Kapitel auch betrachten, so der Herr will, aber fangen wir erst damit an. 2. Korinther 5 ab Vers 1. Wir möchten Ine Pinsel gratulieren zum Geburtstag heute. Ine hat Geburtstag heute. Wir freuen uns mit dir, Ine. Und dazu sagen wir auch, gestern haben sich die Jugendlichen getroffen. Danke, Bruder Konstantin Martins, für deinen Dienst, also mit Skype Jugendstunde. Unsere zwei haben sich gefreut darüber und die werden sich nochmal treffen. Ich glaube, du hast mir gesagt, wann, das war im Mai, treffen sie sich wieder, das werden wir später erwähnen. Die Jugendlichen wissen, an welchem Tag das ist. Ich glaube, das wird am 2. Mai wieder stattfinden. 2. Mai, 19 Uhr am Samstag. So, freuen uns darüber. Und dazu möchten wir sagen, Bruder Dennis hat uns Coronavirus-Traktaten besorgt, wenn du welche haben möchtest. Wir haben welche bei der Gemeinde und wir haben einige mitgebracht nach Hause, sind auszuteilen. Auch Bruder Dennis hat mich gebeten, euch Bescheid zu sagen. Wer Interesse hat, kann sich an Dennis Morozov direkt wenden. Du kannst mit ihm telefonisch das besprechen. Er bietet an die Möglichkeit, vielleicht Donnerstag um 19 Uhr eine Gebetsstunde per Skype zu machen. Manche freuen sich, also ein Bild zu sehen, aber mit Skype gibt es die Möglichkeit, also das auszublenden, nur zuzuhören und mitreden oder auch nur zuzuhören, kann man auch mit Skype machen. Aber bitte wende dich an Bruder Dennis Morozov, wenn du über Skype eine Gebetsstunde möglich, also er wird das also mit allen vereinbaren, aber möglicherweise wäre das Donnerstagabend 19 Uhr. So rede mit Bruder Dennis am Telefon darüber, mit Skype Gebetsstunde, wenn du die Zeit hast und das also auch live mitmachen kannst. Gut, bevor wir Gottes Wort anschauen, möchten wir zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, danke so sehr für dein wunderbares Wort. Sprich zu uns daraus. Und Vater, danke für jeden, der hier bei uns ist oder später auch zuhören wird. Herr, lehre uns aus deinem Wort das, was du für uns hast, und helf uns als deine Kinder, dir näher zu kommen. Wenn jemand zuhört, der Christus noch nicht als Herr und Heiland kennt, wir bitten, dass sie oder er die Entscheidung für Christus bald treffen werden, dass sie zum lebendigen Glauben an Christus Jesus bald kommen. Heute noch, Herr, ist die Zeit, und wir befehlen dir das auch an. Ja, segne für uns in allem, was wir hier tun. Möge Christus Jesus, Haupt der Gemeinde, gelobt und gepriesen werden in allem. In seinem Namen beten wir. Amen. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 1, und wir lesen vorerst bis Vers 10. 2. Korinther 5, 1. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird
vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Und wir möchten unsere Bibel da aufhalten zu 2. Korinther 5. Wir werden einige andere Versen hier im Kapitel zusammen betrachten, erst nachher. Aber erst dieses Teil, ja, die Wirklichkeit der Ewigkeit, Leben nach dem Tod, ist, was wir Christen, den Ungläubigen, immer wieder aufs Herz legen. Aber wir Christen haben auch hier etwas zu begreifen und hier möchten wir 4 wichtige Punkte dazu betrachten. Erstmal, du wirst deine Verweslichkeit gegen Unverweslichkeit bald umtauschen. Haben wir hier eben in diese ersten 9 Versen gelesen. Unser Leib ist verweslich. Wir werden alle älter, manche werden krank und früher oder später wird jeder von uns krank und wir sterben, wenn der Herr nicht kommt. Wenn die Entrückung in unserer Lebenszeit hier auf Erden nicht stattfindet, werden wir auch durch den Todestal gehen, wie David das beschrieben hat in Psalm 23, und werden wir unser Herr begegnen. Das wird also wunderschön sein, zum Herrn zu gehen, aber wir wissen, unser Körper, unsere Leiber sind verweslich. Und wir werden das dann, diese Verweslichkeit ablegen und Unverweslichkeit bekommen. Also ein Auferstehungsleib bekommen wir dann später. Aber ja, das ist für uns aufs Herz zu nehmen als Kinder Gottes. Also Jakobus sagt, was ist euer Leben? Ein Dampf, ein Dunst, etwas, das kurz da ist und dann plötzlich verschwindet. Und auf zweierlei Weisen können wir das sehen. Also das Leben ist sowieso kurz. Wenn wir 70, 80, 90 Jahre hier auf Erden verbringen, wie lang ist das im Vergleich mit der Ewigkeit? Nur ein Dunst, nur eine kurze Hauch und länger nicht. Andererseits ist auch zu bedenken, wie schnell unser Leben plötzlich zu Ende kommen kann. Das gibt's auch. Und wir kannten Leute, die plötzlich also gestorben sind. Man geht manchmal durch den Friedhof, schaut man auf die Grabsteine und sieht, da sind manche Kinder darunter, die als Kinder gestorben sind und andere also als Jugendlichen, junge Erwachsene. So, das heißt, wir haben keine Garantie, dass wir bis morgen leben. Unser Leben ist ein Dampf, ein Dunst, was da ist, kurz und verschwindet. Auch wenn wir lange leben oder nur eine kurze irdische Pilgerreise haben, ist das so. Und so haben wir uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Also das legen wir immer aufs Herzen von Ungläubigen. Du weißt nicht, wie lange du hast. Komm zum Glauben an Christus Jesus. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du errettet. Und wir ermutigen, wir ermahnen jeder, der Christus noch nicht als Herr und Heiland kennt, diese allerwichtigste Entscheidung heute zu treffen. Die Bibel sagt, heute ist der Tag, jetzt ist die Zeit und heute soll man sich zum Herrn bekehren. Wenn du das noch nicht getan hast, bitte
Vertraue den Herrn Jesus Christus, bitte ihm um Vergebung der Sünden und glaube an ihn als dein Herrn Heiland. Heute ist diese Entscheidung. So ist das Gottes einfacher Heilsplan. Als Kind Gottes hast du diese Lebzeit für die Ewigkeit zu investieren. Und das sollte man auch vernünftig machen. Da sollte man auch Schätze im Himmel sammeln. Und dazu kommen wir. Du wirst deine Verweslichkeit gegen Unverweslichkeit bald umtauschen. Zweitens, du wirst vor dem Richterstuhl Christi stehen. Da in Vers 10 haben wir das gelesen, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Ja, und das ist es. Der Christ wird nicht vor dem großen weißen Thron des Gerichts stehen. Das ist in Offenbarung Kapitel 20 für die Ungläubigen. Aber der Christ wird vor dem Richterstuhl Christi stehen, um Rechenschaft abzulegen für unsere Lebzeit. Und da lesen wir also konkret darüber in 1. Korinther 3 ab Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und so haben wir das also zu bedenken. Deine Werke werden als Kind Gottes vor dem Richterstuhl Christi dort also gerichtet. Zweitens dazu, deine Sünden wurden schon gerichtet und vergeben. In unser Haupttext hier 2. Korinther 5 und Vers 19, da lesen wir, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Versöhnung haben wir in Jesus Christus. Die Sünden sind uns vergeben worden. Jesaja 38, 17, siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll empfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deine Rücken geworfen. Und in Jesaja 43, 25, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Auch in Micha 7,19, er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Auf einer anderen Stelle steht es, so weit von Osten und Westen sind. So weit hat er unsere Sünden von uns getrennt. Wie wunderbar das ist. Die Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden wurden am Kreuz Golgatha an Jesus Christus gerichtet. Und für deine Sünden wirst du nie wieder Rechenschaft ablegen müssen, aber für deine Werke als Kind Gottes wirst du Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Heu und Stroh bekommen, je nachdem, ob die Werke für den Herrn mit ewiger Wert sind oder eigene Wille sind. Und der Herr wird das richten. Er ist der gerechte Richter, der uns belohnen wird. Ja, du wirst deine Verweslichkeit gegen Unverweslichkeit bald umtauschen. Zweitens, du wirst
vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und drittens, du wirst von der Liebe Christi gedrängt, ihm zu folgen und ihm zu dienen. Hier in unser Haupttext wieder 2. Korinther 5 und Vers 14, da lesen wir, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Erstmal, die Liebe Christi soll wirksam in dir und mir sein. Er ist für dich gekreuzigt worden. Er ging freiwillig. Der Vater hat ihn gesandt, aber er ging freiwillig für uns zum Kreuz, vergoss sein Blut zur Tilgung unserer Sünden und starb an unserer Stelle. Das machte er aus Liebe zu dir. Ja, er liebt dich so sehr. Und du bist mit ihm zur Sünde, nicht also für die eigene Sünde, aber du bist mit ihm zur Sünde gekreuzigt worden, um heilig zu wandeln. Doch nicht für deine eigene Sünde bist du gekreuzigt worden, sondern zur Sünde. Das heißt zur Knechtschaft der Sünde. In Kolosser 3, 1-3 finden wir, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Gestorben zu wem? Zur Knechtschaft der Sünde. Du musst nicht sündigen. Als Kind Gottes, du kannst Gott gefallen in Denken, Reden und Handeln. Du kannst für ihn leben. Sünde ist da, weil unser Fleisch, der Teufel und die Welt gegen den Geist Gottes in uns wirkt und uns versuchen zu sündigen. Und daher ist es möglich, und dass wir sündigen und sollten die Sünden kurzfristig bekennen, aber wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, nicht mehr als Kinder Gottes. Ja, die Liebe Christi soll in dir und mir wirksam sein, dass wir immer weniger wie die Welt sind, immer mehr wie Christus, immer weniger sündigen und mehr wie Jesus werden. Auch es ist alles neu in dem Herrn. Finden wir auch hier wieder in 2. Korinther 5, Vers 15 und 17 lese ich euch vor. Vers 15, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Vers 17, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, neu, das heißt, wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, obwohl es manchmal so ist, dass wir sündigen, aber wir müssen nicht und wir sind in der Lage, jetzt ihm zu gefallen, Sünden also abzuweisen, Sünde zu widerstehen und für Jesus Dienst zu leisten in Anbetung, in Gemeinschaft mit ihm und in Zeugnis ablegen und in Hilfsbereitschaft, Rücksicht und alles tun, was zu seiner Ehre und zur Hilfe und Dienst anderen dazu dient. Ja, du wirst von Jesu Christi Liebe gedrängt, ihm zu folgen und ihm zu dienen. Und zum Schluss, du wirst aufgerufen, anderen zur Versöhnung mit Gott einzuladen. In Vers 20 hier, 2. Korinther 5, wieder unser Haupttext. Und Vers 20, da steht es, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Versöhnung, das heißt Katalasso auf Griechisch, also eine Umwandlung von Feindschaft zu Freundschaft. Also es ist interessant, dieses griechische Wort wurde verwendet in der modernen Zeit für ein Autoteil. An Auspuff heißt Katalysator. Es sollte also das, was von dem Motor rauskommt,
umwandeln, dass das der Umwelt draußen freundlich ist oder freundlicher zumindest. Katalasso, diese Umwandlung von Feindschaft in Freundschaft, haben wir, so sagen wir, lasst euch versöhnen. Katalasso, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Feindschaft soll in Freundschaft verwandeln. Und das sollten wir unseren Mitmenschen sagen. In Römer 5, Vers 10 und 11 steht es, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir haben Versöhnung durch ihn. Und in Kolosser 1, 20 bis 22 sehen wir, und durch ihn, Christus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Ja, die Versöhnung haben wir in Christum Jesum, und diese Versöhnung geben wir anderen weiter. Durch Glauben an ihn kann jeder das haben. Ja, durch Versöhnung hast du in Christus auch die Rechtfertigung, finden wir auch hier in Vers 21 von 2. Korinther 5. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wurden. Halleluja! Vor Gott, der gerechte Richter, stehst du als Kind Gottes in Christum Jesum nicht schuldlos, aber du stehst vor ihm vollkommen gerecht in Christus. Die Versöhnung ist da. Preis den Herrn dafür. Und wir bitten, dass du mit dem Herrn täglich in seinem Wort und im Gebet wandelst. Sei der Gemeinde treu, bitte füreinander als Gemeinde, auch unterstütze die Gemeinde mit deinem Gebet, so wie auch Geld. Also Geld kann an die Gemeindekasse überwiesen werden oder an Gemeinde vorbeigebracht. Vicky ist normalerweise Dienstag oder Mittwoch da, wir sind Freitag da, aber das kann auch so, dass die Kasse nicht also abwärts geht, und wir freuen uns darüber, dass die Gemeinde weiter auf dieser Ebene auch unterstützt wird. Freue dich im Herrn und erzähle weiter, dass auch andere sich in ihm freuen können durch die Versöhnung, die in Jesus Christus alleine stattfindet. Einen schönen Tag, eine schöne Woche wünschen wir euch. Am Mittwoch treffen wir uns hier wieder, 19 Uhr, und wir befehlen euch dem Herrn einen schönen Tag noch mit dem Herrn.